Gosh, it's been 2 years, hasn't it? I've got through it by just staying really busy. We'd always planned to take a year off from March 2020. So in our heads, we were kind of prepared for some kind of break. Obviously, we had no idea. I had visions of myself traveling the world and going backpacking and recording in studios in all the, different countries. And, the reality was a very different kind of break for everybody. But I stayed busy. I ran a kind of online film club. I worked on this album and wrote other albums and other projects for other people. And I was working at a food bank 3 days a week just to try and be useful, as a musician and useful kind of locally as well. And yeah, that was my way through it, really. Ja, er war auf jeden Fall sehr nützlich, auch als Mensch, nicht nur als Musiker. Hat einen Online-Filmclub gemacht, sogar bei der Tafel hat er gearbeitet, aber an Musik hat er gearbeitet, für sich, sein Album natürlich, die anderen Alben für andere Menschen. Sie wollten ja sowieso, und er hat gesagt, das ist schon 2 Jahre jetzt mittlerweile die Pandemie, sie wollten sowieso ab März 2020 eine Pause machen, waren also vorbereitet, aber er hatte wirklich so diese Vision, wie er mit dem Rucksack durch die Welt geht und verschiedene Studios besucht, überall Musik macht, alles sich anschaut. Aber es wurde dann alles ganz anders. Aber ein Online-Filmclub zu leiten quasi und dann auch noch bei der Tafel zu arbeiten. Also es klingt so, als ob ihr da wirklich ganz normale Typen seid, oder? Yeah, but, we are lucky to be in a band, and we've been fortunate enough to travel, and we tour all the time and make albums, but outside of that our lives are pretty normal, and we've always been pretty keen to just stay as things were before. All of our friends don't work in music and don't work in entertainment, so we are the freaks in our group. We're the weird ones, and so I think the thing with Bastille is some of our songs are really famous, but we're not famous as people, so our lives are relatively normal. I love living in London. I've always lived here, and I cycle everywhere and get the tube. It wasn't like an attempt to sort of stay grounded and down to earth. It's kind of just, that's the life we lead. Also wir haben das nicht versucht so zu machen, damit wir irgendwie auf dem Boden bleiben, sondern wir sind einfach so. Ich lebe gerne in London, bin mit dem Rad unterwegs, fahre mit der U-Bahn. Unsere Songs sind berühmt, wir sind nicht so berühmt. Wir können auch unerkannt noch durch die Stadt gehen, was ja auch ganz schön ist. Aber sie haben viel Glück natürlich, in Musik zu machen, zu touren, weltweit unterwegs zu sein. Und das sind sie, aber ihre Freunde nicht. Das heißt, alle Freunde, die sie haben, die sind nicht in der im Musikbusiness unterwegs. Das heißt, die sind alle normal und die sind so die Verrückten. Und jetzt haben wir den Song natürlich, Shut Off the Lights. Worum geht es denn da? Shut Off the Lights, it's kind of my nod, our love letter to Paul Simon's Graceland. And the song is kind of about intimacy. It's about, in the middle of the album, if you've been worrying about all these different versions of the future and what that might be and how technology is kind of changing everything that we do all the time, this is the song in the middle of the album where the person that you're in bed with is like, oi, stop it. They reach into your head and they pull you back down to earth into the room, and it's about physical connection in the moment, casting aside all of your sort of anxieties for the future to be present, I guess. Also es ist auf jeden Fall ein Liebesbrief an Paul Simon's Graceland und es geht um Intimität. Und das neue Album heißt ja Give Me the Future. Und da geht's um, das werden wir nachher noch hören, die Zukunft, wie eng beängstigend sie auch sein kann in Sachen Technologie. Und dieser Song ist mitten im Album. Und wenn diese Person dann so viel Angst quasi hat vor der Zukunft, gibt es dann einer, mit dem du gerade im Bett liegst, zieht dich raus, packt in deinen Kopf rein, zieht dich wieder in die Realität und sagt, stopp. Jetzt mal wieder alles regulär machen und bringt dich quasi wieder in die normale Bahn und versucht dich von diesen Ängsten zu befreien. Und das Schöne bei dem Song, da haben wirklich alle mitgesungen. In the chorus there's a big chant and we have, all of our roadies, all of our live touring crew were in the studio that day moving some stuff around, and it had been a really hard year for them because the whole live music world just disappeared. And we thought it would be really nice to have everybody sing on the song. So it's a really nice kind of artifact of lockdown for us, because it's got all of our friends, these people we've worked with for 10 years and travelled the world with, playing shows,
but they don't normally get to sing on a song. We had them all on this track, and that's really fun. Also die ganze Crew, die sonst normalerweise auf- und abbauen und die Technik machen und sonst was, die waren alle im Studio, haben Zeug rumgeschoben, rumgeräumt und da haben sie gesagt, hey, hier ist eine Stelle im Chorus, da müssen alle einfach mitsingen. Im Refrain muss jeder einfach hier so dabei sein und zack, sind sie jetzt alle mit auf der Platte, auf diesem Song Shut Off the Lights. Und deswegen hören wir jetzt rein, Bastille, die neue Nummer. Hello, I'm Dan from Bastille. You're listening to Radio Gong in Würzburg. And this is our new single, Shut Off the Lights, from our new album, Give Me the Future. Ja, Shut Off the Lights haben sie alle mitgesungen, die ganze Crew. Das ist eine coole Sache natürlich jetzt, da sie vielleicht wieder ein bisschen mehr zu tun haben auf jeden Fall. Und das Album, das kommt dann im Februar und das nennt sich Give Me the Future, gib mir die Zukunft. Wurde aber vor der Pandemie begonnen. Und viele sagen, das ist so ein bisschen eine Prophezeiung gewesen, weil sie in die Zukunft geschaut haben und dann hatten wir eine Zukunft, die dann total verrückt war. Hat das Album auch so ein bisschen geändert? A lot of the songs kind of sonically changed a lot. And that was when we kind of decided to wholeheartedly make it like a science fiction, the whole album like a sci-fi. And that, I think, allowed us to be a bit more free with the sonic of it. We definitely lent into some ways of recording that maybe would have felt kind of uncomfortable before. But knowing that it was going to be this sci-fi, knowing it was going to be this self-contained world, I think we felt more comfortable trying things we probably normally wouldn't try and going there wholeheartedly with that sound. Also es hat sich vom Sound her auch geändert dann. Ja, das ist der Thematik. Der Thematik ist wirklich Science Fiction, ne, die Zukunft, wie sie sein könnte. Aber dadurch, dass wir gewusst haben, das ist das Thema und das ist so ein geschlossener Kreis quasi, haben wir musikalisch einfach auch ein bisschen mehr versucht. Wir haben Sachen getan, die wir vielleicht normalerweise nicht getan hätten, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist das Thema und das passt einfach auch musikalisch dazu. Und Thema Zukunft, was ist denn wirklich so, ja, die Story hinter dem Album? I think in terms of the ideas of the album, you know, it was going to be about escapism and technology in the future and different versions of the future. And that never really changed, but obviously living through multiple lockdowns and, you know, living entirely via our devices and via our screens and having most of our communication and most of our interactions via screens, like obviously that affected things. We all felt like we were living through some strange kind of science fiction that became real life. So I think the point of this album was, you know, we live in this weird time where we're watching climate change happen all the time on the news, and so we're constantly confronted by what the future might be and these different versions of the future that might happen. And we're also living technologically and socially through a time that is like rapidly changing and feels kind of unreal. Like so much of reality right now is kind of way beyond what the science fiction writers and filmmakers of the past could even possibly have imagined. Also unsere Zukunft jetzt ist so verrückt, auch die Technik vor allem. Jeder ist am Bildschirm. Alles geht da digital mittlerweile, auch durch die Pandemie. Das ist viel mehr, als man sich früher erträumt hätte, die Leute, die auch über die Zukunft geschrieben haben. Aber er sagt, es ist tatsächlich so, ne? Das ist natürlich schon immer das Thema gewesen und plötzlich lebst du in eine so seltsame Zeit, in dem alles über Bildschirme nur noch geht und du wirklich diese Zukunft plötzlich erlebst, anders als du sie vielleicht gedacht hast sozusagen. Und man wird ja ständig konfrontiert, Klimawandel, aber eben auch diese technische Seite von allem. Und das verändert sich alles so schnell und ist alles so extrem. Und das ist auch eben im Album wird das dann angesprochen, diese verschiedenen Möglichkeiten der Zukunft. Und Dan, du bist ja der Sänger der Band, du bist vorne dran auf der Bühne. Das ist aber auch wirklich nicht das, was du so gerne machst, ne? Also das heißt, du bist jetzt einer, der nicht der geborene Frontman ist. I'm the guy that loves being in the studio. I love writing songs. I love dreaming up music videos and planning weird album campaigns. You know, I'm not the guy that needs to be on stage in front of lots of people soaking up the attention. I'm very much a kind of behind the scenes person. But, you know, part of being in a band is playing live and going on tour and doing the interviews and representing the music that you've made. And, you know, it's not awful. It's obviously, it's complete, it's great. It's really fine. And compared to so many other jobs, like it's an absolute dream. But I just, as a person, my personality is not someone that like
would naturally run out on stage and start like joking around. Like I get nervous and I think it's weird to want to be up in front of that many people. Also er sagt, ich bin eher einer, der gerne im Hintergrund ist. Ich bin gerne im Studio, mache gerne die Musik, aber es gehört nun mal dazu. Ich bin der Sänger der Band, ich bin der Frontman, ich muss halt da auch rausgehen. Und es ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich mache das schon gern. Also Musiker zu sein und in einer Band zu sein und das zu machen, finde ich schon klasse. Es gibt viel schlimmere Jobs da draußen, aber es ist nicht das, was ich normalerweise machen würde. Also wenn ich auf die Bühne renne, dann ist es für mich immer noch sehr, sehr komisch und ich fühle mich da sehr, sehr seltsam. Aber die Frage dann, wie überkommst du dann diese Probleme, wenn du auf der Bühne stehst? When I'm on stage, I like to stay distracted, so I dance really badly and I run around and I jump in the crowd and I climb up on speakers and I do stupid things, and I think that's kind of my private way of staying distracted. But I think to a lot of people, they think I'm really confident because I'm so busy. It's actually me just pretending I'm not there. Also er dreht total durch auf der Bühne, aber alle denken, wow, das ist der geborene Frontman, der rennt da rum, der springt ins Publikum, der klettert hoch auf die Boxen, der rennt rum, tanzt ganz schlecht. Aber er macht das, um sich selber abzulenken, damit er gar nicht denkt, dass er wirklich hier auf dieser Bühne ist, sondern er macht das, um einfach beschäftigt zu bleiben. Und so überkommt er quasi dieses Unwohlsein, auf der Bühne zu stehen auf jeden Fall. Also er hat gelernt, damit umzugehen. We've been doing it for like 10 years now, and as time progresses, I think I realise when it comes to being in music videos and doing photo shoots, both of which make me quite uncomfortable, as time has gone on, I've kind of realised if you just pretend that you're that arsehole in a band that loves having photos taken of himself, and just do it as well as you can, and then it's over and it's done. And that's so much easier than kind of like nervously meandering around it. So I think I've learned to just go for it a bit more. Ja, 10 Jahre lang hat er es gelernt auf jeden Fall. Und er tut einfach so. Er sagt, ich tue so, als ob ich wirklich dieses Arschloch bin in der Band, der einfach nur, hey, mein Foto und da und sonst was. Und dann ist es vorbei und dann komme ich damit auch klar. Dan Smith, Bastille, coole Band, cooler Typ auf jeden Fall. Shut Off the Lights heißt der aktuelle Song. Und das Album kommt dann bald im Februar raus, Anfang Februar. Give Me the Future.